Ta, 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 ta. Ta, da, 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 da. So. Es hatte niemand behauptet, dass ich keine merkwürdigen Hüte tragen würde. Es ist einfach affengeiles Teil. Wir haben hier eine Tree Bark Kopie, also es ist kein Original. Original würde da irgendwo auch Tree Bark mit im Muster stehen. Tut es nicht. Der Schnitt ist unfassbar geil, auf jeden Fall. Hier bei dieser Sonnenlage. Wir befinden uns auf der Zufahrt zu einem ehemaligen SAS. Und zwar sind wir hier bei Philipsburg. Etwas genaueres, wenn ich darüber etwas genaueres herausfinde, noch mit ein paar Daten, schreibe ich euch dann wieder in die gelben Untertitel rein. Das hier ist auf jeden Fall erst zunächst mal durch die Amerikaner betrieben, das kann ich sagen. Ich kann auch sagen, von der Voraufklärung her, viel Struktur ist hier nicht mehr, aber wir haben auf jeden Fall laut des Luftbildes noch mindestens eine Struktur, die interessant ist, wo ich jetzt gar nicht mit gerechnet hätte, dass es die da noch gibt. Und das Geländemodell, das zeigt uns auch zwei Sachen an, die ich ja so dann auch nicht identifizieren konnte, beziehungsweise nicht sagen kann aufgrund des Geländemodells, wie sieht das vor Ort aus. Sehen wir da einen Bunker oder sehen wir nur noch einen Erdhügel? Das wird sich gleich ergeben. Wir latschen jetzt erstmal hier runter. Wir haben übrigens knapp 30 Grad, das heißt mit dem Dexter kann ich hier auch gar nicht allzu lange auf dem Gelände bleiben. Müssen wir auch nicht, eben aufgrund der wenigen noch vorhandenen Strukturen. Ja, und ich schalte euch jetzt gleich wieder dazu, sobald wir da vor Ort sind. Ja, nochmal eben ganz kurz was anderes, bevor wir da sind. In diese Richtung, da hinten raus, von hier aus nach links, das müsste die westliche Richtung sein, da hört man, also ich höre auf jeden Fall Schüsse. Wie die hört, weiß ich nicht. Da ist ein Schießplatz und da ist auch, das müsste eigentlich eine ehemalige Standort-Schießanlage der Amerikaner gewesen sein. Ist auf jeden Fall in Benutzung durch einen Schützenverein. Das wollte ich nur eben angesprochen haben. Da können wir auf jeden Fall nicht hin oder werden wir nicht hin. Ja, und noch mal eben kurz zu diesem affengeilen Hut. Da steht sogar noch die Originalauspreisung noch drin. 19 D-Mark und 90 Pfennig ist da noch drin. Also irgend so ein Ding von irgendwoher, aus irgendeiner, weiß ich nicht, ne, Geschäftsauflösung oder so. Wer weiß, wo man solche Sachen immer noch lagernd findet. Auf jeden Fall hat das Ding jetzt 7 Euro gekostet bei Kleinanzeigen. Und ich glaube, die 7 Euro kann man für diesen Hut durchaus investieren. Das ist nicht schlecht angelegt, das Geld. Ja, so, hier kommt eine Kurve jetzt. Und hinter der Kurve, da sollte sich gleich die Fläche öffnen und ans Sommertor. Da kommen wir her. Und jetzt sehen wir schon, hier ist alles entsiegelt worden. Hier haben wir irgendeinen Erdwall und hier haben wir den ehemaligen Wachturm. Ist das geil oder ist das geil? Also das finde ich einen richtig coolen Eindruck. Andererseits muss man natürlich wirklich mit Schrecken feststellen, wie sieht das hier aus? Ne? Wie sieht es aus? Hier ist gar nichts mehr, überhaupt nichts. Reines Mutmaßen, das Wachgebäude, nehme ich an, stand hier so dran. Ne, ging dann irgendwo bis hier. Hier wird die Haupteinfahrt gewesen sein. Das Ding gab es bestimmt früher nicht. Das hat man hier zusammengeschoben. Ja. Wir gehen jetzt einmal kurz hier rein und schauen mal eben, wie das da bei diesem Wachturm aussieht. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass man da reinkommt. Ihr seht, die Fenster stehen da oben auf Kipp. Das ist vielleicht hier auch so eine Fledermaus-Geschichte, wie wir die ja hier so oft in Deutschland haben. Ich frage mich immer, wo haben Fledermäuse eigentlich, bevor diese ganzen Liegenschaften aufgegeben wurden, wo haben die Unterschlupf gefunden? Ein Mysterium. Ja, hier sieht man ganz klar und deutlich der ehemalige
Anschluss dann an das Wachgebäude, welches dann eben da vorne raus war. So sieht das hier aus, die Sonne, es ist sengend heiß. Und hier haben wir den Aufgang. Da kam mir doch gerade irgendein Tier entgegen. Herr Dexter, das ist scheiße. Ja, okay. Ja, leg dich da mal hin. Da sieht man, wie warm denn ist. Egal, ich mache mal eben hier einen kurzen Stopp und ich filme euch das gleich weiter. Einmal kann ich noch eben nach oben gehen, gucken, ob man da irgendwas sieht. So, zu mehr reicht es nicht jetzt hier mit der GoPro. Alles klar. Bis gleich. Ja, der Dexi hat sich jetzt langsam beruhigt. Lassen wir noch mal ein bisschen da sitzen. Das ist wirklich merklich kühler da drin. Das ist ganz angenehm. Ich wollte nur mal eben hier auf diese Wandfarbe hinweisen. Das ist dieses typische, was die Amerikaner überall verpinselt haben in ihren Gebäuden. Das ist also hier auch noch sehr schön erkennbar. Da hatte ich vorhin, bin ich gar nicht drauf eingegangen. Dafür war die Szene dann einfach zu flott vorbei. Okay. So, bis gleich. Prima. So, ich habe mich dazu entschlossen, dass ich mal eben den Hund hier lasse. Da wird der auch kein Problem mit haben, den wird auch keiner klauen jetzt. Ich habe nämlich noch mal eben auf dem Geländemodell geschaut und diese eine Struktur, die wir auf dem Geländemodell sehen, die haben wir direkt hier vorne. Und das mache ich mal eben alleine. Dann muss ich den hier nicht in die Sonne zwängen. Das ist nämlich wirklich dieses Teil. Wobei das hier wird neu sein, aber ja, andererseits, also hier ist ja schon der Turm, ne? Der Wachturm. Dann hier vorne schon ein Moonlagerhaus drunter war. Das ist eigentlich viel zu früh im Gelände. Das müsste eigentlich tiefer drin sein. Und jetzt sehen wir hier vorne auch noch eine Struktur. Und die zeichnet sich aber, so wie ich das gesehen habe, auf dem Geländemodell gar nicht ab. Da bin ich jetzt auch etwas überrascht. Zeigen Sie mal. Wo sind wir denn? Ach, Entschuldigung. Doch, das ist, oh, jetzt habe ich es. Das ist ja riesig. Das ist ja ganz anders. Okay. Okay, auf dem Geländemodell sieht es irgendwie kleiner aus. Das ist doch das, was wir auf dem Geländemodell sehen. Und ja, das ist ein Riesenwall, ne? Da wird auch, denke ich mal, kein Eingang mehr sein. Man denkt ja erstmal, das könnte ein Moonlagerhaus drunter liegen. Vielleicht tut es das auch. Ja? Vielleicht sind da auch beide Moonlagerhäuser drunter. So groß wie das ist, könnte es sogar schon passen, dass die das einfach nur übererdet haben und das war's. Ne? Das ist jetzt allerdings ohne historisches Luftbild, wo man die Struktur noch besser erkennen kann, nicht möglich. Da hätte ich doch mal auf Google Earth noch mal gucken müssen. Dem werde ich noch nachgehen und die Bilder liefere ich euch dann hinterher. Ich laufe hier nicht weiter. Da stehen irgendwelche Ziegen drauf und so weiter. Hier wird keine Öffnung mehr sein, kann ich mir nicht vorstellen. Ich hole jetzt den Hund. Dann habe ich noch eine Struktur, die liegt da hinten weiter rüber. Ja, ihr seht das hier. Hier war ein ehemaliges Special Ammunition Site. Hier ist wirklich gar nichts mehr. Das ist komplett alles weggemacht worden. 2 Feuerlöschteiche, die sind hier wohl noch eingezeichnet auch. Könnte sich darum handeln. Das ist jetzt allerdings kein Teich mehr. Vielleicht liegt der auch da vorne. Ja, das ist hier alles ein bisschen blödes rumgestolpert. Das tut mir leid. Aber ich habe auch jetzt echt nicht damit gerechnet, dass wir hier 30 Grad plus noch kriegen. Ne? Rumgerenne für nix. Okay, vergesst es. Ich breche das hier ab. Hier, da kommen die Kameraden angelaufen. Da haben wir wenigstens noch ein bisschen was von der Tierwelt. Jetzt hole ich den Dexter da vorne wieder aus seinem Verlies. Und dann, ja, wie gesagt, gucke ich noch eben bei der einen Struktur. Und wenn es da auch nichts gibt, dann gibt es da eben nichts. Aber so ist das nun mal.
Hier hätte man einfach etliche Jahre früher hingemusst. Aber ich habe mir auch, wie gesagt, hier nichts davon versprochen, dass wir hier jetzt irgendwie noch total die tollen Eindrücke haben. Was ich also im Vorfeld gesehen habe in der Luftaufnahme, ist eben der Wachturm, dass der da noch steht. Und das finde ich auch schon eigentlich interessant genug. Es ist immerhin noch ein Zeugnis da. Ne? Wenn der jetzt auch nicht da wäre, dann wäre das hier ein verdammt trauriges Bild. Gut, bis gleich. Also da drin wäre noch ein Fundament. Zeige ich euch im Geländemodell. Ist jetzt hier nichts mehr zu holen. Das ist hier leider eine absolute Vollkatastrophe. Das andere liegt da hinten links um eine Kurve. Wir gehen da noch hin, aber wie gesagt, danach ist hier Schluss. Das geht nicht. So, und jetzt tritt mich hier gerade ein Pferd. Da vorne war das, wo ich gesagt habe, jetzt ist hier Schluss und so weiter. Ich sehe hier nichts. Da stehen hier doch tatsächlich 2 Munitionslagerhäuser im Gelände. Also, ja, räume ich gleich auf, ne? Ist klar, habe ich jetzt keinen Bock mehr rumzuschleppen. Was ist denn das jetzt? Wo kommen die denn jetzt her? Also die habe ich in der, die habe ich im Geländemodell nicht gesehen. Das ist ja jetzt kurios. Was auch kurios ist, dass wir hier noch dann endlich mal eine Hinweistafel darauf haben. Ich filme euch das mal so einigermaßen langsam ab, damit man sich das vielleicht auch noch durchlesen kann, was da steht. So, ich fange es mal so ein. Vielleicht geht das. Von 2013 bis 2015, da haben wir den ganzen Bums weggemacht. Okay, das heißt also, wenn ich jetzt eine 2000er Aufnahme habe vom wenn ich jetzt eine 2000er Aufnahme habe von Google Earth, dann müsste man da einigermaßen was erkennen können. Gut, pass auf, dann gehen wir hier noch mal eben drüber her über diese Geschichte und ich gucke ins Geländemodell. Ja, in der Tat, es ist wirklich kurioserweise zeichnen sich die Bunker nicht im Geländemodell ab. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Öfter mal was Neues, würde ich dazu sagen. Man sieht hier nur so eine recht glatte Fläche und das spricht gar nicht für so eine Struktur. Ja, verrückt. Da müssen wir der Sache auch noch mal auf den Grund gehen. Dann scheint hier nicht nur, das ist ja kein typischer SAS-Bunker, vor allen Dingen nicht in der 2. Ausbaustufe, die sahen ja schon anders aus. Ja, prüfen wir das nochmal. So, irgendwo da hinten wäre jetzt noch eine Struktur, auf jeden Fall im Boden sieht man was. Wir gehen hier weg. Ich mache mal einen Vergleich zu einer Luftaufnahme, was man da eventuell noch erkennen konnte. Sieht jetzt auch nicht, wer weiß, wie spannend aus. Wir brechen die Geschichte hier ab. Wir müssen zurück ins Auto. Klimaanlage. Wir werden uns heute auch nicht mehr weiter draußen aufhalten. Das ist einfach bei diesen kranken Temperaturen nicht möglich. So, dann schauen wir mal, wie das hier jetzt läuft. So, geh du mal trinken, ne? Junge, ey, das ist hier wirklich richtig krank. Naja, aber keine Sorge, es wurde hier kein Hundeleben aufs Spiel gesetzt, ne? Insgesamt sind wir vielleicht 2,5 Kilometer, haben uns jetzt bewegt. Mehr war das nicht und es waren auch schattige Abschnitte dabei. Ja, Dexter ist per se einfach immer ein schlechter Trinker, macht er nicht gerne. Und das dauert immer lange, bis der dann was nimmt. Ja, genau, bleib du mal da. Ja, oder trink noch was. Geht auch. Ja, sehr gut. Ja. Was geben wir hier der Sache für ein Resümee? Ich hoffe, dass ich hier entsprechend durch Bebilderung das Ganze noch ein bisschen schöner aufarbeiten kann, weil hier vor Ort war nun wirklich ein relatives Trauerspiel, möchte ich sagen. So toll ist es leider nicht erhalten. Hätte man mehr stehen lassen können. Ja gut, ist natürlich meine Sichtweise. Ne? Die Kommune und andere Leute, die sehen das dann wieder ganz anders und die argumentieren dann auch irgendwie anders. Und ich sage einfach, ja,
hat halt mehr Atmosphäre irgendwie und man könnte einfach mehr aus seinem Gelände noch machen, vor allen Dingen auch aus Hinsicht der geschichtlichen Aufarbeitung als dieses, was da jetzt geschehen ist. Egal, wenn euch das hier gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal kostenlos. Ihr könnt auch mich unterstützen mit einer Kanalmitgliedschaft oder einer PayPal-Spende. Ich freue mich da immer über konstruktive Beiträge. Hier geht gleich die Klimaanlage an und dann wird sich hier heute auch nicht mehr draußen bewegt. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage. Macht's gut. Wie angekündigt, nochmal eben eine kleine Strecke aus dem Off. Hier seht ihr eine aktuelle Luftaufnahme von Google Earth. Im linken Bereich, der etwas freiere Bereich, das ist da, wo das ehemalige SAS stand. Rechte Bereich, das geschulte Auge wird es dann noch erkennen. Da sieht man noch diese 3 Schleifen, die da durch diese Standort-Munitionsniederlage führten. Aber sonst ist da von oben einfach nichts mehr zu sehen. Ja, das Ganze hat mich aber dennoch gereizt, weil ich gesagt habe, ja komm, auch wenn da so erstmal nichts zu sehen ist, fahr da mal hin und schau mal nach. Irgendwas wirst du zustande bekommen. Und naja, wie ihr gesehen habt im Video, es ist ja auch etwas zustande gekommen. Zwar nicht mehr das Allermeiste, aber auch dieses ehemalige SAS bzw. die Standort-Munitionsniederlage haben im filmerischen Sinne einfach auch ihre Daseinsberechtigung, denn sie waren ja nun mal dort. Und das gehört eben genauso zu den Themen wie alles andere, was ich sonst auf meinem Kanal zeige. Von daher, ja, wir machen jetzt mal weiter mit der nächsten Luftaufnahme und schauen mal, was wir da noch zu sehen bekommen. Ja, und hier seht ihr eine Luftaufnahme, ich glaube von 2000 ist das Ganze. Da sieht man noch einiges mehr an Struktur. Oben auch im Bereich des SAS oder man sieht auch noch das Wachgebäude, was zu der Standort-Munitionsniederlage führte. Das werde ich euch gleich noch mal ein bisschen ranzoomen. Was man auch schön sehen kann, ist, dass wir da im südlichen Bereich noch so ein wirklich langes Oval haben, wo eben auch nochmal Munitionslagerhäuser standen. Ich gehe davon aus, dass das die etwas größeren Munitionslagerhäuser auch waren, die ich euch entsprechend im Video auch gezeigt habe. Ja, und im Zoom kann man jetzt prima den Wachturm noch erkennen. Man muss natürlich genau hinschauen, um das zu sehen. Es ist wirklich sehr von oben fotografiert. Wir haben hier nur sehr wenig Schattenwurf und man kann es halt wirklich schlecht sehen. Egal, im Anschluss an den Wachturm haben wir eben das obligatorische Wachgebäude. Ja, in den südlichen Bereich geht es dann eben, ihr seht die asphaltierte Fläche dort, zu den beiden SAS-Bunkern. Was jetzt rechts neben dem Wachgebäude für eine Struktur erkennbar ist, kann ich euch gar nicht erzählen oder erklären, was das ist. Und zur Rechten sieht man noch das Wachgebäude eben der ehemaligen Standort-Munitionsniederlage der Bundeswehr. Begeben wir uns in das Geländemodell. Ihr seht zunächst einmal hier oben im nördlichen Bereich so eine merkwürdige Struktur. Das hat noch irgendetwas mit einer historischen Schanze aus, ich weiß es nicht genau, 30-jährigen Krieg, irgendwie sowas zu tun. Das sind also irgendwo, das steht da 1700 oder sowas am Anfang. Da würde ich das jetzt ungefähr datieren. Ich habe das nur mal grob nachgeschlagen. Irgendwo war das auch eingetragen auf einer Karte mit dem richtigen Namen. Ich habe das einfach nicht wiedergefunden und da mich das auch nur peripher interessiert, möchte ich es auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Also das ist diese Struktur, da sieht man, wenn man da weiter guckt im Geländemodell, eben noch entsprechend mehr von. Ja, etwas unterhalb, da haben wir diese komische, dieses unförmige Gebilde. Da sind eben diese 2 SAS-Bunker drunter. Ich bin mir aber auch irgendwie nicht sicher, ob das da richtig dargestellt ist. Denn ganz am Anfang, wo der Turm war, in dem Bereich, da war ja auch ein richtig hoher Wall. Der zeichnet sich hier auf diesem Geländemodell ebenfalls nicht ab. Also ich weiß nicht, was man da ausgeblendet hat oder warum das so aussieht, aber meines Erachtens ist das nicht ganz vollständig oder vielleicht auch nicht aktuell. Unten rechts in dem Bereich, da sieht man nochmal so etwas, da könnte man sagen, es wäre ein Moonlagerhaus. Das Ding, das war jetzt ganz zum Schluss, wo ich noch da in diese Streuobstwiese reingelaufen bin, hätte da sein müssen. Habe ich nicht gesehen und ihr habt dann ja auch gemerkt, irgendwo war dann auch das Limit erreicht,
Da war ich ziemlich genervt, da bin ich dann noch umgedreht. Das Ding haben wir dann nicht gesehen. Und jetzt zeige ich euch mal eben den Standort der beiden Munitionslagerhäuser, die da ja plötzlich noch waren, die man aber im Geländemodell nicht erkennen kann. Ja, und da seht ihr im Zoom diese beiden Flächen, die einfach sehr glatt sind, als wenn man das also bewusst aus dem Geländemodell ausgeblendet hat. Was hier aber noch auffällig ist, sind halt links wie rechts, beziehungsweise oben wie unten, eben entsprechend entlang der Eingänge der Munitionslagerhäuser, dass man da eben irgendwie noch Struktur erkennen kann. Tja, warum das so ist, ich vermag es euch nicht zu sagen. Es ist eben so. Und das war natürlich dann, also diese kleine Struktur, die man da noch sieht, die war dann für mich bei der Sonne auch nicht erkennbar. Also für mich stellte sich da einfach gar nichts dar. Jetzt so im näheren Anschauen, ja, kann man das halt noch sehen. Gut, alles in allem, das ganze Gelände benutzt und danach weggeworfen, entsorgt. Es ist leider nichts mehr von da. Sehr schade. Das Hinweisschild dort, ja, ist irgendwie okay, aber richtig tolle Informationen transportiert es nicht. Wäre doch schön, wenn man da irgendwie einen vernünftigen Grundriss hätte sehen können von dem Gelände. Wie sah das mal aus mit den entsprechenden Einzeichnungen der Moonlagerhäuser und dass man es einfach geschichtlich etwas wertvoller gestaltet. So war das halt irgend so ein Schild. Ich meine, gut, jetzt für unsere Belange erstmal da vor Ort besser als nichts, aber insgesamt betrachtet, ja, einfach lieblos, ne? Aber gut. Ich freue mich, dass ihr zugeschaltet habt. Und ja, den Rest der Worte kennt ihr, habe ich vorhin schon gesprochen. Wir sehen uns die Tage wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.